Hallo zusammen, die Premium-Funktion Garmin Connect Plus ist nun etwa über 10 Monate auf dem Markt. Ich selber habe es hier abonniert, das heißt also, ich habe auch keine Zugänge von Garmin bekommen. In diesem Video möchte ich mit euch mal reinschauen, was es alles Neues gibt. Hat sich was verändert? Lohnt sich mittlerweile das Abo? Aber ich würde sagen, wir schauen mal direkt rein. Ja, ich wollte euch an dieser Stelle hier einiges jetzt auf dem Handy zeigen, beziehungsweise auf der Garmin Connect App. Das erste, was uns auch begrüßt, ist dann hier Active Intelligence. Das gibt es nur in Garmin Connect Plus Abo. Aber wie ihr sehen könnt, ist das immer noch die Beta-Version. Das heißt also, in den letzten 10 Monaten hat sich da nichts geändert. Auch bekommt ihr abends dann immer hier diese Aussage, du bist auf dem aktuellen Stand. Später kommen weitere Insights oder sind dann zur Verfügung. Generell bekommst du über den Tag dann gesagt, ob deine Garmin Body Battery, wie sich entwickelt hat im Vergleich zu den letzten Tagen oder auch dein Schlaf. Und so siehst du halt immer, ob das gut oder schlecht ist. Aber da muss ich sagen, das ist immer noch extremst ausbaufähig. Ihr bekommt immer Textbausteine angezeigt. Ich würde mir auf jeden Fall hier auch eher ein Sprachmodell wünschen oder auch, wie man es von Wupern kennt, ein Coach, den man mal fragen kann, was jetzt mein aktueller Status ist, beziehungsweise konkret nachfragen kann. Das bietet uns die Connect Plus App hier momentan immer noch nicht. Und das ist aber meine Erwartung, was ich zumindest bei diesen Abogebühren hier erwarten würde, damit auch hier mehr Resonanz da ist, beziehungsweise eine Kommunikation. Das gleiche dann auch bei den Trainings. Es gibt immer noch keinen KI-Coach, bei dem ich jetzt einfach sagen kann, was ich machen möchte. Es gibt zwar den Garmin-Coach, da kann ich es auch hinterlegen, aber das ist doch ziemlich starr, wenngleich der Garmin-Coach jetzt auch nicht schlecht ist. Aber auch hier würde ich mir auf jeden Fall mehr Dynamik wünschen. Vor allem, dass man mit dem Coach vielleicht auch hier nochmal in Interaktion geht und dass da auch ein Language-Modell hinterlegt ist. Eine aus meiner Sicht besten Neuerung ist aber eindeutig hier das Ernährungsprotokoll. Und das ist auch wirklich ein Grund, warum ich Connect Plus momentan selber abonniert habe. Wir sehen auch hier, ich nutze es hier wirklich regelmäßig. Ich muss jetzt im Gewicht runterkommen. Zu einem hast du die Möglichkeit, wenn du in das App zum ersten Mal reingehst, zu sagen, okay, welche Ziele möchte ich erreichen? Wir sehen auch hier zum Beispiel, ich habe jetzt ein Ernährungsziel, Gewicht verlieren. Es geht natürlich auch Gewicht halten oder Gewicht zunehmen, falls du es machen musst. Anfangsgewicht und Wunschgewicht. Wir sehen auch Änderungen pro Woche. Ich habe ein gesundes Maß ausgewählt. Mein Aktivitätsgrad ist sitzend, weil ich einen Bürojob habe. Das heißt also, beim Sitzen gibt es dann einen Grundkalorienverbrauch, den du generell hast für die reine Existenz. Und wenn ich eine Aktivität mache, wird die oben drauf gerechnet. Das heißt also, mein Konto wird dann erweitert für den Tag und kann ich ein bisschen mehr essen. Und so komme ich auch wirklich hier an mein Ziel. Das sind hier 1873 ist mein Grundbedarf. Und hier könnt ihr auch nochmal Ziele für die Ernährung festlegen. Neben dem Ernährungsplan habt ihr natürlich dann auch die Möglichkeit, eure Ernährung zu tracken. Einmal ganz klassisch hier über die Eingabe kannst du irgendwas suchen und da ist wirklich die Datenbank sehr gut aufgestellt. Also ich habe alles gefunden, was ich jetzt gesucht habe. Du hast aber auch die Möglichkeit, über den EAN-Code des Lebensmittels auch hier das Ganze zu suchen. Einziger Kritikpunkt, hier werden oft immer nur 100 Gramm Werte angegeben. Das heißt also, Portionen werden dann noch wünschenswert. Zum Beispiel, du hast irgendwie 5 Würste drin und dann sagst du, okay, ich habe nur eine Wurst und dann aber sagt, musst du ausrechnen. Das ist manchmal ein bisschen nicht so gut optimal gelöst. Was aber gut funktioniert, ist dann auch die Fotoerkennung. Das ist aus meiner Sicht sogar noch ein bisschen besser geworden. Ich weiß nicht, ob die da nochmal nachgearbeitet haben oder ich anders esse. Auf jeden Fall hat es wirklich jetzt mittlerweile sehr gut funktioniert. Die Lebensmittel werden sehr gut erkannt und man kann auch wirklich sehr schnell hier seine Nahrung eintracken. Vor allem ganz interessant, wenn du im Restaurant unterwegs bist oder in der Kantine. Da musst du jetzt nicht alles einzeln aufschreiben. Du bekommst dann auch eine schöne detaillierte Übersicht über den Tag. Wir sehen hier nochmal die Ziele von den Kalorienverbräuchen, beziehungsweise 322 von 545. Du siehst dann auch nochmal, wann welche Uhrzeit das Ganze stattgefunden hat. Und so hast du es dann auch mit in der Übersicht. Du bekommst auch eine 7-Tages-Analyse nochmal angezeigt. Hier kannst du zum Beispiel auch den BMI anzeigen lassen. Körperfett, sobald du eine Indexwaage von Garmin hast, wird es auch übertragen. Habe ich jetzt nicht, deswegen stehen die Werte nicht drin. Und natürlich den Gewichtsverlauf, als natürlich auch die Nährstoffe, Proteine, Fett, Kohlenhydrate. Wir können ganz gut sehen, dass ich eigentlich meine Fettziele überschreite. Nicht so ganz optimal, aber ja gut, irgendwas ist immer. Und du bekommst natürlich auch eine Übersicht, wie dein Tagesdurchschnittssatz ist, als natürlich auch unten nochmal eine Auflistung, wann du deine Ziele erreicht hast, wann du drüber warst. Das Ganze gibt es natürlich dann auch nochmal für 4 Wochen und habt das auch nochmal eine Übersicht. Das seht ihr auch hier. Ich habe das wirklich jetzt schon eine ganze Weile getrackt und wie gesagt, meine Ziele erreiche ich gerade, beziehungsweise das Gewicht geht runter und kann das wirklich nur empfehlen, falls du einen Kalorientracker suchen solltest. Und was ihr dann auch dazu bekommt, ist natürlich dann die Ernährungsübersicht direkt auf der Uhr. Hier sehen wir auch die restlichen Kalorien, die noch zur Verfügung stehen. Und der Bug wurde auch angepasst mit Aktivkalorien. Das heißt also, der Wert verändert sich jetzt mittlerweile auch. Und wenn wir reingehen, könnt ihr euch natürlich einmal hier die Statistik noch anschauen. Braucht ihr jetzt nicht direkt in die Garmin Connect App hinein. Und ihr habt natürlich die Möglichkeit, auch direkt hier eure Nahrung zu tracken. Das ist auch möglich.
Einziger Nachteil, hier werden die letzten Nahrungen angezeigt. Ich weiß gar nicht, wie viele es sind. Ich glaube, die letzten 10 oder 15. Das heißt also, hier kannst du jetzt auch nicht suchen, sondern musst dann hier auswählen für die letzten, die du genutzt hast, also ein bisschen mehr als 15. Und dann kannst du das auch hier schnell aufzeichnen, falls du immer das gleiche isst. Aber du hast auf jeden Fall hier auch direkt die Übersicht. Und das ist für mich auch schon der Punkt, wenn man bedenkt, dass gute Kalorientracker auch ein Abonnement kosten meistens so 4, 5 Euro im Monat, dann ist es auf jeden Fall schon mal ein Punkt, wo ich sage, okay, da könnte sich Connect Plus lohnen, falls das für dich ein Punkt ist. Wenn es nur das nutzt, ist es vielleicht fast zu teuer. Da musst du echt überlegen. Aber wie gesagt, das ist auf jeden Fall ein Feature, was ich wirklich sehr genieße. Bei dem nächsten Feature werfen wir nochmal einen kurzen Blick auf die Garmin Connect Webseite. Wir sind jetzt hier auf dem PC. Wir können auch ganz gut sehen, hier links oben haben wir auch hier den Kalorientracker mit dabei. Also das wird auch nochmal angezeigt. Habt ihr auch hier nochmal schön eine Übersicht und könnt auch eure Daten eintragen, wenn ihr zum Beispiel gerade online unterwegs seid. Was ich euch aber zeigen möchte, ist dann eher hier auf der linken Seite, und zwar das sogenannte Performance Dashboard. Das gibt es auch auf der Garmin Connect App, aber diese verweist euch direkt auf die Webseite. Deswegen gehe ich jetzt auch direkt hier auf die Webseite, weil es einfach besser zum Zeigen ist. Wir können auch gut sehen, wir haben jetzt hier 2 Dashboards, einmal Radfahren und einmal Laufen. Ihr habt auch die Möglichkeit, hier vorgefertigte Dashboards hinzuzufügen. Da geht ihr einfach auf Dashboard hinzufügen. Kann man sogar sagen, hier ein benutzerdefiniertes. Dann könnt ihr euch ein eigenes erstellen. Dann bekommt ihr hier links ganz viele Grafiken, die ihr hinzufügen könnt, um dann hier eure Analyse zu machen. Das machen wir einfach mal ganz schnell. Dann sieht es hier so aus. Es gibt aber auch tatsächlich schon sehr gute vorgefertigte Dashboards. Zum Beispiel fürs Laufen. Kann man ganz gut sehen, dass ich wegen der Verletzung jetzt nicht mehr laufen konnte und habe hier ganz, ganz lange Pause machen müssen. Das ist sehr gut erkennbar. Ihr könnt aber auch sehen, in welchen Herzfrequenzbereichen ihr zu einer gewissen Zeit trainiert habt. Das ist möglich. Oder dann auch zum Beispiel hier der HRV-Status ist mit dabei und viele, viele weitere Grafiken. Das heißt also, für alle, die sich für Statistik interessieren, ist das wirklich sehr interessant. Ihr könnt es natürlich dann auch immer anpassen mit dem Stift und könnt euch hier nochmal die Überlagerung anschauen, was ihr da haben wollt, ob ihr alles sehen wollt oder auch nicht. Und da ist wirklich für jeden, der so ein bisschen Datenanalyse machen möchte, auf jeden Fall ein guter Punkt, da reinzugehen. Ihr seht auch hier, ihr könnt auch verschiedene Zeiträume auswählen. Das ist hier möglich. Und diese Funktion gibt es leider nur mit Connect Plus, also diese tiefen Datenanalysen. Es gibt zwar immer noch die Möglichkeit, selber auch hier und da Daten anzuschauen, das ist immer noch möglich, aber so geballt und auch mit dieser Übersicht ist es leider nicht möglich, was ich schade finde, weil zum Beispiel Coros bietet es ja auch hier kostenlos mit seinem Trainingshub an. Da habt ihr nämlich auch die Möglichkeit, über das Dashboard hier die Analysen zu machen und sogar eigene Trainingspläne zu erstellen, eigene Trainings. Das kann ich hier zum Beispiel gar nicht. Das ist ja wirklich nur eine komplette Übersicht. Da würde ich mir auf jeden Fall wünschen, dass Garmin auch so eine Art Trainingspeaks aufsetzt bzw. anbietet, um dann wirklich auch eigene Trainingspläne durchzuführen. Klar, man kann Training Peaks nutzen, aber das kostet auch wieder extra. Und gerade bei dem Preissegment, was wir mit den Garmin-Uhren haben, wäre das auf jeden Fall eine Sache oder eine Funktion, die ich mir auf den Garmin-Uhren auch wünschen würde, beziehungsweise dann auch wenigstens dann in einem Abonnement. Eine weitere Funktion, die sich jetzt aber nicht massiv geändert hat, ist die Live-Aktivität-Funktion. Diese gilt aber nur für Indoor-Training, sei es jetzt Indoor-Radfahren, Krafttraining. Was heißt das? Wenn ich zum Beispiel jetzt eine Indoor-Radtour starte, dann sehen wir auch hier, geht schon Indoor-Rad auf. Du hast dann die Möglichkeit, hier dann auch die Herzfrequenz anzeigen zu lassen im Graphen, aber natürlich auch die Leistung Watt. Ich habe zum Beispiel jetzt den Tax Neo 2T Smart verbunden, das heißt also auch ein Leistungsmesser, das wird dir hier angezeigt. Oder dann zum Beispiel auch in welchem Herzfrequenzbereich du trainierst oder zum Beispiel Leistung als Grafik. Und solltest du dann Kraftsport machen, bekommst du zum Beispiel auch dann die Wiederholungssätze angezeigt, wie oft du eine Wiederholung gemacht hast. Das ist natürlich ganz praktisch, dann kannst du nicht selber oder brauchst du nicht selber mitzählen, weil die meisten Garmin-Uhren haben dann auch eine Übungserkennung, wobei die hauptsächlich gut für Oberkörper ist. Bei Beinen wird es dann schon etwas schwieriger, es kommt auf die Übung an und dann hast du es dann hier mit in der Übersicht. Ich persönlich habe es jetzt nicht genutzt und auch das ist eine Funktion, die wir zum Beispiel bei Coros hier kostenlos erhalten. Coros war der erste, der sowas überhaupt angeboten hat. Bei der Apple Watch kriegen wir es ebenfalls kostenlos mit dazu. Bei Garmin ist es ein Premium-Feature. Was zum Beispiel leider nicht funktioniert, ist, wenn du jetzt im Outdoor-Rad unterwegs bist, dass du sagst, okay, ich benutze mein Handy als Radcomputer. Das geht leider nicht, weil, wie gesagt, das Ganze nur auf Indoor-Aktivitäten beschränkt ist. Und da würde ich mir auf jeden Fall wünschen, dass man es zumindest auch für Outdoor-Aktivitäten hier auch mit anbietet. Aber du bekommst jetzt nicht nur die Daten von der Uhr angezeigt, du hast auch die Möglichkeit, über die App dann die Uhr zu steuern. Das heißt also, wenn ich unten auf Stopp gehe, dann wird auch die Aktivität auf der Uhr gestoppt. Und wenn ich auf Weiter gehe, dann kann ich es auch weiterführen. Das heißt also, da hast du natürlich auch hier ein paar Steuerungsmöglichkeiten oder du kannst auch die Runde setzen. Das ist dann auch hier an dieser Stelle möglich. Eine weitere Funktion, die in den letzten 10 Monaten neu hinzugekommen ist, ist die Garmin Trails Funktion.
Und da gibt es auch so eine kleine Unterscheidung, was kann ich als kostenloser Nutzer machen und als Connect Plus. Was es aber für alle gibt, ist einmal die Übersicht. Und zwar, wenn ihr auf Mehr geht und dann auf Planung und Training. Hier gibt es dann Garmin Trails, da geht ihr einfach drauf. Ihr habt alle Zugriff und könnt euch das dann anschauen. Zu einem bekommt ihr alle Trails in eurer Umgebung angezeigt und es wird auch schön gleich farblich dargestellt, wie bei den Skipisten. Blaue Strecke ist eine einfache Strecke, rot ist schon etwas schwieriger und schwarz sind dann wirklich sehr, sehr schwere Trails. Sie sehen auch hier 23,3 Kilometer schwer. Ihr könnt euch die Trails dann auch nochmal genauer anschauen, sehen auch hier den Streckenverlauf. Dann seht ihr auch nochmal eine Rezession, falls jemand was geschrieben hat. Sehen wir auch hier schon, wird fleißig geschrieben. Toller Trail, schön zum Laufen und ich hatte richtig Spaß im Downhill, schön geballert, okay. Also da hat jemand Spaß gehabt und dann habt ihr das auch nochmal mit einem Überblick. Jetzt kommen wir aber zu dem kleinen Unterschied. Wenn du jetzt ein Connect Plus Nutzer bist, dann hast du nämlich die Möglichkeit zu sagen, okay, ich möchte den Trail hier an meine Uhr senden. Das sehen wir hier schon, an Gerät senden. Das kannst du nämlich hier als kostenloser Nutzer nicht. Du brauchst entweder Connect Plus, um das machen zu können, oder Maps Plus, also eins von beiden ist hier eine Voraussetzung, damit du hier das ans Gerät senden kannst und dich dann auch entsprechend hier mit der Uhr navigieren lassen. Wir sehen hier, Phoenix 8 wird zum Beispiel unterstützt und dann bekommst du den Trail auch hier als Navigation auf deine Uhr angezeigt. Und wenn wir schon beim Thema Trail sind, kommen wir natürlich auch zum Thema Aktivitäten danach, beziehungsweise Betrachtungsweise. Und hier gibt es für mich so eine Sache, die so ein bisschen mir Fragezeichen aufwirft, warum man das jetzt hier kostenpflichtig macht. Und zwar ist es die Möglichkeit, hier 3D-Karten anzeigen zu lassen. Hier, ich habe jetzt eine Aktivität durchgeführt und wenn du Connect Plus Nutzer bist, dann kannst du auch hier in den 3D-Modus gehen. Das ist jetzt bei mir natürlich so ein bisschen schwierig. Ich habe jetzt nicht so viele Berge. Ich bin jetzt hier so einen kleinen Hügel da hochgelaufen. Aber da hast du auf jeden Fall die Möglichkeit, das nochmal genauer anzuschauen und bekommst auch mal das Höhenprofil sehr schön angezeigt. Standardmäßig sieht es ja dann so aus, dass du das so angucken kannst. Und wenn du auf 3D gehst, dann bekommst du auch die 3D-Ansicht. Ist auf jeden Fall auch hier ein Connect Plus Feature und es gibt auf jeden Fall auch andere Anbieter, die das hier standardmäßig anbieten. Und ja, wer es braucht, ich nutze es jetzt überhaupt nicht, aber auf jeden Fall das ist auch eine Möglichkeit, das hier dann zu nutzen. Eine weitere Funktion, die wir damals frisch erhalten haben, ist ja dann auch die erweiterte Garmin Coach Funktion. Generell muss man sagen, der Garmin Coach ist komplett kostenlos. Das heißt also, sowohl der Fitness Coach, Rad, Laufen oder Triathlon ist alles mit dabei. Das bekommst du mit den Uhren mit. Du bekommst auch einen individuell erstellten Trainingsplan mit Krafttraining und Laufeinheiten. Das ist komplett hier mit deiner Uhr abgegolten. Das bekommst du auch, da musst du nichts extra bezahlen. Was du mit Connect Plus aber noch dazu bekommst, sind dann diese Videos bzw. Hilfsvideos. Ich habe jetzt schon mal Trainingspläne gemacht, da kamen dann auch Videos, das waren aber wirklich so Grundlagensachen, die für erweiterte Nutzer eigentlich jetzt überhaupt nicht von Vorteil waren. Ich habe jetzt einfach nur mal einen Trainingsplan erstellt. Ich kann momentan oder darf momentan keinen Trainingsplan machen, muss langsam wieder steigern, hatte eine Verletzung. Aber um euch das einfach mal ganz kurz zu zeigen, so sieht es dann aus, bekommt dann hier so Videoschnipsel angezeigt. Das geht jetzt 1 Minute 30 zum Beispiel. Garmin zeigt auch immer wieder, was ihr dann hier bezahlt. Diese Connect Plus Funktion ist hier oben. Und mein Kritikpunkt ist eindeutig, wenn ihr auf das Video drauf geht und wenn wir das jetzt gleich mal hören, dass das nämlich alles hier komplett auf Englisch ist. Du hast zwar die Möglichkeit, rechts unten auf den Punkt zu gehen, zu sagen, okay, ich möchte jetzt hier, das war eins falsch, ich möchte jetzt hier Untertitel Deutsch haben. Das ist auf jeden Fall möglich. Aber gerade wenn man hier wirklich über 90 € im Jahr bezahlt, ist natürlich die Frage, ob man hier nicht deutsche Videos machen kann oder zumindest irgendwie mit KI übersetzen. Da gibt es ja mittlerweile sehr gute Tools, da fällt es einem nicht mal mehr auf. Und da muss aus meiner Sicht Garmin auch mal nachbessern, beziehungsweise da ist natürlich die Frage, ob man sich dafür dann das Geld nimmt und das nutzt. Wie gesagt, ich persönlich habe es jetzt nicht genutzt. Du kannst mir gerne einen Kommentar schreiben, ob das für dich eine Funktion ist, die du gerne nutzen würdest oder auch nicht. Eine weitere Sache betrifft ja die Live-Track-Funktion. Und zwar, wenn ihr auf Mehr geht und auf Sicherheit und Tracking, dann habt ihr mit eurer Uhr eine Live-Track-Funktion. Also jede Garmin-Uhr, jede neue Garmin-Uhr, die ihr habt, kann das machen, wenn das Handy mit der Uhr verbunden ist. Dann werden die Daten übermittelt und jemand Drittes kann schauen, wo du unterwegs bist. Das funktioniert auch ohne Connect Plus, das muss man dringend erwähnen. Also es ist eine Sicherheitsfunktion, die Gott sei Dank noch nicht im Bezahlabo ist. Was aber im Abonnement ist, ist dann hier, wenn wir ins Live-Track hineingehen, die Funktion, hier das alles per SMS zu teilen. Wir sehen auch hier wieder, da bekommt das Symbol angezeigt. Das heißt also, wenn du diese Funktion nutzt und der Charakter oder deine Person ist hinterlegt mit der Telefonnummer, dann bekommt diese eine SMS mit einem Link und kann dann schauen, wo du unterwegs bist. Hast du es nicht, geht das Ganze dann über E-Mail. Das heißt also, man wird halt nicht so live informiert,
Und du hast auch die Möglichkeit, wenn du jetzt Influencer bist oder einen hohen Freundeskreis hast oder viele Freunde, dann kannst du auch sagen, okay, ich möchte jetzt auch meine Live-Track-Funktion in der Gruppe teilen. Das ist auch etwas versteckt. Und zwar, wenn wir auch hier wieder unter Live-Track gehen und ganz runter scrollen, gibt es nämlich hier die Möglichkeit, ganz unten ein Live-Track-Profil einzurichten. Und wenn wir jetzt da drauf gehen, sehen wir auch hier schon, wir können das jetzt einrichten, da gehen wir jetzt drauf. Und dann gibt es hier eine Domain, live.garmin.com, und dann kannst du einfach eine Endung hinten dran machen mit einem Namen. Ich nehme jetzt einfach mal hier meinen Kanal. Dann sehen wir auch hier schon, das wird dann auch direkt geprüft, das ist vorhanden. Ihr geht auf Speichern und ab diesem Zeitpunkt haben wir jetzt hier ein Profil angelegt und das könnt ihr dann auch hier direkt teilen. Da unten sehen wir auch das Teilen-Symbol und könnt ihr dann hier per E-Mail verschicken, per WhatsApp, per SMS, whatever. Also da habt ihr auf jeden Fall die Möglichkeit. Und wenn wir die Domain dann eingerichtet haben, sehen wir dann auch hier schon mal den Tag, live.garmin.com und dann mein Daily Nerd Alert. Ihr bekommt dann hier auch ein Profil angezeigt. Es ist jetzt momentan leer. Und sobald ihr eine Aktivität startet, bekommen natürlich die Personen das dann angezeigt, die ihr dann ausgewählt habt, die den Link bekommen haben und können euch dann auch direkt mitverfolgen. Das ist dann ohne Probleme möglich. Und es gibt dann auch eine Historie, das heißt also die letzten Aktivitäten, die du gemacht hast. Bei mir ist die Liste jetzt sehr kurz, weil ich es für euch jetzt einfach nochmal zeigen wollte. Und da habt ihr dann auch nochmal alles in Übersicht und könnt euch das nochmal im Detail anschauen. Die letzten beiden Punkte betreffen dann die Challenges. Du hast ja einmal die Möglichkeit, in Garmin Connect Challenges zu machen oder Expeditionen. Da sind auch viele, viele kostenlos noch dabei. Zum Beispiel eine gewisse Höhenmeterzahl laufen, dann hast du irgendeinen Trail gemacht oder bestimmte Anzahl an Kilometer am Wochenende und hast so ein paar Anreizpunkte, die werden auch, wie gesagt, weiterhin kostenlos unterstützt. Es gibt dann auch Connect Plus eigene Challenges. Zu einem beziehen die sich auf das Ernährungsprotokoll. Da macht es auf jeden Fall Sinn, weil das ist ja ein kostenpflichtigen Abo mit drin. Aber es gibt noch so andere Sachen, wo ich mir halt echt frage, macht das irgendwie Sinn und warum gibt es das? Und da ist ja wirklich die große Frage, warum bietet man sowas im Abonnement überhaupt an? Weil so einen richtigen Mehrwert sehe ich da nicht. Die andere Sache ist dann noch hier die Jahreszusammenfassung. Ich hatte es jetzt leider vergessen, diese aufzuzeichnen. Zum Jahresende gab es eine statistische Übersicht, was du alles übers Jahr gemacht hast. Ich blende jetzt einfach mal kurz ein Bild ein, wie das ungefähr aussah. Und da ist auch die Frage, es gibt so viele Anbieter, die das kostenlos in ihrem Programm anbieten, eine Jahresübersicht, einen Jahresrückblick. Wieso macht man das hier in der Paywall und wieso gibt es dann nicht für jeden Nutzer das? Das kann auch nur Garmin beantworten, die Frage. Wie gesagt, wir reden hier von Premium-Uhren, die auch wirklich Premium-Preise haben und wenigstens so eine Jahresstatistik für alle. Also da ist wirklich so die Frage. Ihr merkt, ich bin hier und da wirklich hin und her gerissen. Es gibt gute Sachen, es gibt schlechte Sachen. Ich finde auf jeden Fall, wie gesagt, den Ernährungstracker ganz gut und die SMS-Funktion. Aber dann kommen bei mir schon ganz, ganz viele Fragezeichen, wo ich auf jeden Fall sagen würde, ob sich das Abonnement lohnt, ist dann echt wirklich die Frage, wenn du die genannten Punkte hier nicht nutzen möchtest. Du kannst mal gerne in die Kommentare schreiben, was du von Connect Plus hältst. Bist du ein Abonnement immer noch? Nutze es noch? Also wenn ich so meine Freundesliste durchschaue, und die ist echt lange, da sind viele nicht mehr dabei, viele haben einen Testmonat genutzt. Man kann übrigens jetzt auch wieder einen Testmonat nutzen, das hatte ich nämlich auch angeboten bekommen. Schau mal gern rein, da kannst du auch hier und da vielleicht nochmal ein Ernährungsprotokoll testen. Nutze das auf jeden Fall mal, ob das was für dich ist. Und wie gesagt, schreibe gerne in die Kommentare, ich freue mich da auf einen regen Austausch. Wenn du noch mehr zum Thema Garmin sehen möchtest, ich habe auch eine Playlist rund um Garmin gemacht, da habe ich auch Uhren vorgestellt, da kannst du mal reinschauen. Und wenn du neu auf dem Kanal bist, ich habe auch eine Best-of-Playlist meines Kanals, da kannst du reinschauen, was hier sonst noch alles so stattfindet. Wenn dir das Video gefallen hat, lass auch gerne einen Daumen hoch da, das freut mich und den Algorithmus. Ansonsten bedanke ich mich für deine Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.